Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 3. Mai 2018 erschien ein weiteres Radl-Video und Poster-Shop bei Spreadshirt. Darin verlautbarte Rainer, dass seine Poster nun in einem Online-Shop erhältlich seien. Am 4. Mai lud er Radl-Vlog 2 und Kurzfilm der Idioten, Drache und Drachen-LP in Action hoch. Bei letzterem handelte es sich im Prinzip um eine Neuauflage von 4 Drachen und der Metal. Das Video besteht aus einer Konversation zwischen Drache und Drachen-LP, beide gespielt von Rainer. Am 5. Mai waren Besucher vor Ort, angeblich um Poster zu kaufen, da sie noch nicht wussten, dass der Posterverkauf abgesagt worden war. Nachdem Rainer, zur Warnung, mindestens eine Wasserbombe gefüllt mit Farbe geworfen hatte, attackierte er die Besucher mit Pfefferspray. Am 16. September 2019 würde er dafür vor Gericht verurteilt werden. Am 7. Mai streamte Rainer zum ersten Mal seit April wieder auf YouNow, weigerte sich über den Posterverkauf zu sprechen und kündigte an, sein Leben ändern zu wollen. Auch erschien an diesem Tag mit Radl-Vlog 4 das für einige Zeit letzte Radl-Video. Am 9. Mai tauchte dann ein vermutlich vom Amt angebrachter Bauzaun vor der Scheune auf. Laut Besuchern, die Rainer letztendlich reizten, bis er vor Wut zusammenhangslos brüllte, hatte er auch mit Wasserbomben geworfen und versucht, sie anzuspucken. Ich hab dir einen Scheiß getan. Was war in der Wasserbombe drin? Das wirst du schon merken, wenn ich die nächste trifft. Das war nur eine Warnung. Junge. Doch, den hört man safe. Als Rainer am 10. Mai streamte, hörte man einen Besucher von draußen rufen, woraufhin Rainer das Fenster schloss. Das wird's mir mal zu kalt gerade. Wartet mal. Auch am 11. Mai kam es wieder zu einem auf Video aufgezeichneten Besuch. Dabei warteten die Besucher erst ruhig vor Rainers Grundstück, offenbar in der Hoffnung, doch noch ein Autogramm zu bekommen. Ich sag's euch freundlich. Ja? Verschwindet. Nur ein Autogramm bitte kurz. Wir sind Fans. Rainer, wir wollen wirklich nur ein Autogramm, bitte. Drache, komm. Doch noch, oder? Wir machen doch auch keinen Lärm. Wir wollen echt nur ein Autogramm. Komm schon. Nachdem Rainer die Besucher einige Minuten ignoriert hatte, schien es, als rufe er die Polizei. Ja, hallo, hier ist Luca. Ja. Ungefähr 4-5 Mann. Ja, Polizei ohne Erlaubnis, belästigen mich. Ich habe sie freundlich gebeten zu gehen, machen sie aber nicht. Ja, naja. Ja. Ja, ich weiß. Schlecht, glaube ich. Rainer, du rufst doch gar nicht an. Komm, verarsch uns doch nicht. Freundlich gebeten zu gehen. Ja, wir wollen doch nur ein Foto oder ein Poster oder irgendwas. Ich habe mein Grundstück runter. Ich habe freundlich und anständig drum gebeten. Ich weiß, wir sind ja auch nicht unanständig. Hater bist, dann nimm dich nicht wie einer. Ich bin doch kein Hater. Und das, was du da machst, ist nämlich Hater-Aktion. Überhaupt nicht. Aber wie sollen wir denn sonst ein Autogramm kriegen, Rainer? Gar nicht. Ja, warum denn? Wenn ich euch welche geben wollen würde, ich hätte gar keine. Ja, aber du kannst uns doch hier auf was draufschreiben. Rainer, wir haben was dabei, da kannst du drauf unterschreiben. Und es geht euch nichts an. Wir wollen nur ein Autogramm, dann ziehen wir ab, wirklich. Gewandt, ich habe die Polizei gerufen. Wenn ihr glaubt, ich habe euch angelogen, bitteschön, dann probiert's aus. Eure Entscheidung. Lülülü.
Abends im YouNow-Stream versuchte ein Gast mit Rainer über seine Situation zu reden und ihm Ratschläge zu geben. Unter anderem behauptete Rainer, der Streit mit Tanzverbot wäre inszeniert gewesen, um Klicks zu generieren. Aber schau mal, wie viele Abonnenten ich habe und wie viele Klicks diese Videos haben. Außerdem, mit jedem Video, das er über mich macht, kriege ich neue Zuschauer, die dann neu dabei sind. Und ich habe allein durch dieses Video mit Tanzverbot habe ich 500 Abos gemacht. Nur durch dieses Video. Rainer erklärte, falls Tanzverbot bei ihm vor der Tür stehen würde, würde er ihn einfach ignorieren. Theoretisch gesehen, wenn er jetzt vor deiner Haustür stehen würde und sagen würde, Drache, hier bin ich, was würdest du dann machen? Mal Das ganz gleiche, ehrlich. was ich bei allen anderen mache. Ihn ignorieren. Also eben, dann ziehst du den Schwanz ein. Das heißt, du kannst in deinem Das hat Video... nichts mit dem Schwanz das hat nichts mit dem Schwanz einzuziehen zu Deine tun. Videos sind sowieso alles dummes Rumgelaber und gut ist. Natürlich sind meine Videos dummes Rumgelaber. Das waren sie von Anfang an. Ich habe von Anfang an dumm Rumgelaber-Videos gemacht und ich habe das auch nie abgestritten. Es gab ein paar Videos, die ich ernst meinte und ernst gemeint habe und weiterhin auch dazu stehe, was ich da gesagt habe. Aber das sind nur von 100 Videos, ist vielleicht mal ein Video. Du sagst, die Sache ist, du sagst die ganze Zeit, dass ich mich nicht ändere, aber du sagst keinen konkreten Grund, warum ich mich nicht ändere, was genau ich nicht ändere. Du sagst die ganze Zeit... Du nimmst nicht ab. Und das weißt du woher? Woher? Das sieht man, Rainer, das sieht man. Wenn du meinst, ist in Ordnung. Man sieht das. Ich Meine Waage sagt was anderes als du, aber ist in Ordnung. Die Sache ist die, ich habe es schon mal gesagt, ich achte darauf, was ich esse. Ich habe aber nie wirklich gesagt, dass ich jetzt aktiv anfange abzunehmen. Habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, ich achte darauf, was ich esse und ich versuche mein Gewicht zu halten oder zu reduzieren oder so. Aber nicht, dass ich jetzt aktiv... Ja, wenn du meinst, ist in Ordnung. Und ich habe auch nie angefangen, wirklich abzunehmen. Ja? Momentan achte ich wirklich drauf, momentan versuche ich es auch, momentan funktioniert es auch. Und es ist ein Fakt. Aber das habe ich bis vor ein paar Monaten auch nicht gemacht. Aber du hast es immer wieder gesagt. Ja, das ist es, verstehst du, Rainer? Weißt du, das Gespräch langweilt langsam, ja? Ich weiß. Überhaupt keine, du hast keine Fakten. Du erzählst Sachen, von denen du keine Fakten hast. Optisch, was du optisch siehst, ist eine Sache. Ich hab die Schnauze jetzt voll. Wenn du die ganze Zeit triggern willst, na Kollege, dann lassen wir es einfach. Ganz im Ernst, ich habe ihn jetzt 15 Mal das gleiche gefragt und die ganze Zeit macht er so einen Blödsinn. In dem Video "Kein Posterverkauf mehr" brachte Rainer noch einmal deutlich zum Ausdruck, dass der Posterverkauf beendet war und es nie wieder einen geben würde. Hinter den Kulissen hatte ein Hater, der sich als Rainer ausgab, Kontakt mit einem Mann mit sehr ausgefallenen Gelüsten aufgenommen. Am 12. Mai schließlich begab sich der Mann für ein Treffen mit der Absicht, sich vom vermeintlichen Rainer schlachten zu lassen, zur Drachenschanze. Dort kletterte er über den Zaun und setzte sich dann eine Maske auf. Als er allerdings von Rainer konfrontiert und geschubst wurde, verließ er schnell das Grundstück. Wie die Aufnahmen von diesem Ereignis an die Öffentlichkeit gelangten, ist bis heute unbekannt. Auch schrie Rainer an diesem Tag Hater vor seinem Haus an, da jemand eine Dose gegen sein Fenster geworfen hatte. Hey, wer war das? Hey, haut lieber auf, oder ich komm raus und steig euch alle ab! Das ist der meine allerletzte, ihr Hurensöhne! Hey, ich schwör euch, nur weil ihr so asozial seid, ne? Ihr habt doch immer alle Tasten in der Spinne, Alter! Das war mal Scheide, ihr Wichser! Wenn ihr noch mal irgendwas gegen meine Fenster schmeißt, ja? Dann kann euch keiner mehr helfen! Amoklord. Psycho! Psycho! Ihr schmeißt Sachen gegen meine Scheiben! Was schreist du so? Halt die Fotze! Halt die Fotze, ja, die hab ich noch! Anzeige ist raus! Halt die Fresse! Haut ab! Ihr dummen Hurensöhne! Was gibt's denn da zu lachen über seine eigene Dummheit? Erstickt, du Fotze! Erstickt! Später kam ein Nachbar hinzu, um sich über den Lärm zu beschweren. Daraufhin begann Rainer, diesen anzubrüllen. Weil die Strado herrscht bis rauf in die Loch.
was scheißegal! Das kann man von mir aus bitte ins Kern hören! 1 Million Klicks, ich sag's dir. Und wenn du hier stehst, machst du es nur für die besser! Verstehst du das nicht? Und keiner von euch hier im Dorf kapiert das, dass ihr das Video nur geiler macht! Es freut die nur noch mehr, wenn ihr hier rumsteht und Scheiße macht! Am 13. Mai kündigte Rainer in Kleiner Infovlog ein neues Format an, in dem er über seine DVD- und Spielesammlung reden würde. Am 14. Mai erstellte Rainer einen neuen Instagram-Account, dieser wurde jedoch sogleich am 15. Mai gesperrt. In dem Video Minivlog, Twitter und Instagram bewarb er seinen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits gesperrten Account. Ein aktueller und momentan auch noch vorhandener Instagram-Account ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich rechne zwar damit, dass der wieder gesperrt wird, aber im Moment ist er auf jeden Fall da. Vielleicht auch schon nicht mehr, wenn ihr das Video hier seht. Es kommt immer darauf an, wann ihr es anschaut und wie lange der Account existiert. Am 16. Mai erschien das Video Warum der Kindergarten nötig ist, verstehe ich nicht, in dem Rainer sich darüber beschwert, dass er von Twitter und Instagram gebannt worden war. In DVDs die erste stellte er einige Filme aus seiner Sammlung, der Großteil davon Kinderfilme, vor. Am 17. Mai erhielt Rainer während des Juno-Streams verhältnismäßig viele Spenden, insgesamt in etwa 250 €, wovon er sich zu Tränen gerührt zeigte. Aber er bannte auch einen zahlenden Abonnenten, da dieser sich gewünscht hatte, dass Rainer den Lügenlord-Song abspielt. Liederwunsch, Regenbogenschaf, Lügenlord-Song, ja, und damit fliegst du raus, weil das ist nämlich gegen die Regeln, habe ich aber schon 100-mal gesagt. Am 19. Mai hatte Rainer Besuch von einem Bekannten, welcher ihm bei Reparaturen an seinem Auto helfen sollte. Währenddessen standen auch Hater auf der Straße vor dem Grundstück und filmten die Angelegenheit. Dabei sind unter anderem 2 vor dem Tor positionierte Glasflaschen zu sehen. Du hast Screamer-Tasten gerade Kopf! Du hast doch keine Ahnung, was ein Stream und ein Scream ist, du Idiot! Jetzt verpiss dich endlich! Ihr braucht es nicht beweisen, dass ihr Idioten seid, wir wissen das! Warum? Als der Bekannte nach getaner Arbeit wegfahren wollte, fuhr er versehentlich über die Glasflaschen in der Einfahrt, wodurch bei seinem Auto ein Reifen platzte. Rainer beschuldigte die filmenden Hater, welche jedoch abstritten, involviert zu sein. Das war nicht wir, gell? Das wart ihr, Alter, Nein, oder? nein. Wo kommt das sonst her, ihr Wir haben ja Wichser? keine Flasche dabei. Warum habt ihr einen Das Dachschaden, waren wir Alter? nicht. Das waren wir nicht. Woher kommt das sonst? Und warum Ey. filmt ihr dann, hä? Wenn ihr das nicht wart? Digga, da vorher waren irgendwie Digga, 20 halt die Leute. Fresse! Da waren 20 Leute da. Wir sind gerade erst gekommen. Wir waren nie da vorne. Andere Besucher, die vorher bei Rewe Getränke gekauft hatten, wollten Rainer erst auf ein Bier einladen. Jedoch kam es zu gegenseitigen Beleidigungen und sie warfen schließlich eine Flasche auf den Hof. Rainer, ich hab einen Gaszeitler für dich dabei. Trink mal in Ruhe was. Halt die Fresse, du Bastard! Komm raus jetzt, Rainer, trink mal einen! Trink mal ich hab dir ein Bier, ich hab ein Bier für dich dabei! Rainer, komm, red mal normal! Rainer, wir reden normal, komm raus! Ich hab einen Gaszeitler dabei, komm raus jetzt! Nachdem jetzt am Donnerstag die dicken Spenden reingekommen sind, hältst du es nicht mehr für nötig, deine Fans zu begrüßen? Komm raus jetzt! Hallo! Am 20. Mai grillte Rainer im Juno-Stream auf seinem Hof, während im Hintergrund immer wieder Besucher zu hören sind. An diesem Tag erschien auch Samstagsvlog 1, in dem Rainer erklärt, warum es in letzter Zeit wenig neue Videos gab. Es kamen jetzt eine Zeit lang keine Videos, obwohl ich eigentlich täglich ein Video hochladen wollte. Das hat einen ganz bestimmten Grund gehabt. Und zwar hatte das den Grund, dass ich ursprünglich vorhatte, das hatte den Grund, dass ich eine Zeit lang keine Videos hochladen durfte auf YouTube, auf dem Hauptkanal aber nur. Das hat sich mittlerweile allerdings erledigt. Und dementsprechend kein Stress. So. Ich weiß, dass ein paar Leute versuchen, momentan meinen YouTube-Kanal down zu machen. Damit ich meinen YouTube-Account down zu machen, damit ich meinen Juno-Account nicht habe.
Vielleicht schafft ihr es mit dem YouTube-Account, aber darum geht's mir nicht. Wie gesagt, ich will nur, dass ihr nicht eure Zeit verschwendet. Selbst wenn ihr es schafft, meinen YouTube-Account down zu kriegen, das bringt euch nichts. Weil ihr müsstet meinen Google-Account down kriegen. Und da habt ihr keine Möglichkeiten, den down zu kriegen, weil ich da nichts mache, was irgendwelche verfassungsrechtlichen, widerrechtlichen Dinger sind. In Samstagsvlog 2 dokumentierte Rainer die Versuche, an seinem Auto herumzubasteln. Am 21. Mai tauchten diese Fotos auf, in Kombination mit Gerüchten, Rainer hätte eine Anzeige wegen Körperverletzung bekommen. Am 22. Mai verlor Rainer fast sein ganzes Gold im Skyrim Let's Play, da er aus Versehen dem Schmied Waffen abkaufte, anstatt Waffen aus seinem Inventar zu verkaufen. Was? Ich bin ein solches Arschloch, ey. Ich habe mich gerade noch gewundert, warum ich ihm so viel Zeug abkaufen kann. Ach, ich bin ein solcher Idiot, ey. Jetzt habe ich ihm die Sachen abgekauft, anstatt ihm die zu verkaufen. Oh, super, jetzt haben wir natürlich absolut keine Kohle mehr. Ach, Mann, ey, im Ernst. Auch berichtete Herr Newstime über den Posterverkauf und die Besuche, die deswegen zugenommen hatten. Dies sprach Rainer kurz darauf in dem Video Grillen und Infos an. Ich muss jetzt nochmal kurz zwischengrätschen, und zwar, sonderlich viel zu sagen habe ich eigentlich nicht mehr, abgesehen davon, dass ich es sehr lächerlich finde, wie meine Haare gerade aussehen, und dass sich Herr Newstime wieder mal herausnimmt, über Sachen zu sprechen, von denen er keine Ahnung hat. Wenn er nämlich mal einmal in seinem Leben wirklich recherchieren würde über das, worüber er berichtet, dann wäre ihm vielleicht längst klar, dass das, was er erzählt hat, Bullshit ist. Am 23. Mai erschien das Video Vlog über meinen Tag, 23.05.2018, in dem Rainer ankündigte, Herr Newstime ein Interview zu geben und berichtete, angeblich eine E-Mail von dem YouTuber Excel95 bekommen zu haben. Das angekündigte Interview fand schließlich tatsächlich statt. Darin behauptete Rainer wieder, das Video, das ihn zeigte, wie er in der Nacht schreie, sei gefälscht, kündigte aber an, in Zukunft zu versuchen, bei Besuchen ruhig zu bleiben. Dann äußerte er sich zu seinen Nachbarn und behauptete, die meisten würden nichts über sein Leben wissen. Und was sagen eigentlich deine Nachbarn dazu? Also mittlerweile ist es ja so, dass ich mich, für die Leute, die sich ein bisschen aktiv damit beschäftigen, die kriegen das momentan auch mit. Ich versuche mich momentan auch, also schon vorher, aber jetzt auch seit dem Posterverkauf ja ein bisschen anders zu orientieren, anders zu entwickeln. Und dass ich rumschreie bei mir ist mittlerweile immer seltener der Fall, und ich versuche das eigentlich ganz abzuschaffen. Es gibt halt immer mal Situationen, die eskalieren, und dann muss man sich immer auch selbst fragen als Zuschauer, meiner Meinung nach, wenn man sich sowas anschaut, wäre ich in der Situation nicht genauso ausgerastet. Das ist nämlich so eine Sache, die mir gerne außen vor gelassen wird. Aber tun dir deine Nachbarn nicht irgendwie ein bisschen leid vielleicht, die in unmittelbarer Nähe zu dir wohnen? Die kriegen ja alles mit. Ein paar davon definitiv. Allerdings muss man dazu sagen, dass ein paar der Nachbarn es auch nicht gerade besser machen, dadurch, dass sie hergehen und Hatern irgendwelche Sachen über mich erzählen oder weiß so gut wie keiner was von denen wirklich, was ich wirklich mache, was ich privat mache, abgesehen halt von den Videos und das, was man halt so öffentlich mitkriegt. Also im Prinzip wissen die meisten davon nicht einmal das, weil sie sich damit nicht beschäftigen. Und fangen aber halt an, dann irgendwelche Sachen, über die sie überhaupt nichts wissen, zu erzählen. So. Und dadurch entsteht natürlich noch mehr Stress und noch mehr Streit. Und diese Leute tun mir definitiv nicht leid, weil wenn sie sich einmischen wollen und wenn sie meinen, da irgendwas mitzumachen, kann ich ja nichts dafür. Schließlich erhob Rainer schwere Anschuldigungen gegen das Y-Kollektiv und insbesondere gegen einen ihrer Journalisten. Und du hattest dann irgendwie gesagt, das Y-Collective, das wären ja Hater. Hattest du in dem Stream so das stimmt gesagt. auch. Wie kommst du dazu? Das stimmt zum Teil, weil ich den einen kenne. Also das war auch das war derselbige, der hier war und der mich interviewen wollte. Das ist ein Hater, das weiß ich, weil ich den schon im Vorfeld gekannt habe. Der war schon im Vorfeld mal bei mir, schon lange bevor er das Y-Collective Video gemacht hat, war der schon im Vorfeld mal bei mir und hat hier auch mal Radau gemacht. Und in meinem Handy war, das hat mich damals schon irritiert, die Nummer auch gesperrt. Und in meinem Handy sind im Prinzip nur Nummern gesperrt, die mich halt anschreiben und mich halt belästigen und alles. Der Journalist würde diese Vorwürfe am 1. Mai in einem Interview mit Herrn Newstime dementieren.
Anschließend behauptete Rainer erst, der Hate würde ihn nichts ausmachen, gab aber wenig später zu, darunter schon psychisch gelitten zu haben. Und für mich persönlich ist einfach so die Situation, ich habe damit eigentlich gar kein Problem. Also ich mache mein Ding. Ich bin ab und zu sehr angefressen. Zum Beispiel das am 1. Mai hat mich sehr, sehr mitgenommen, auch weil ich mich nicht aufgeregt habe. Ich habe das in dem Moment alles in mich reingefressen und nachdem dann alles weg war und alles ruhig war, hatte ich erstmal einen kurzen Nervenzusammenbruch. Aber wegen YouTube habe ich in meinem Leben bisher nur 2 Nervenzusammenbrüche gehabt. Und das war einmal jetzt das am 1. Mai und das andere war 2015, glaube ich. Das ist aber auch nichts so Gravierendes gewesen. War in dem Moment einfach die Gesamtsituation, die mich einfach überfordert hat. Dann kam Rainer auch noch über Erdbärchen zu sprechen und warf ihr vor, dass sie die Idee gehabt hatte, den Heiratsantrag live im Stream zu machen. Ich habe dann dieses zerbrochene Herz gemacht, also wo diese Scheibe einspringt. Diesen Sound habe ich mir im Vorfeld heruntergeladen extra dafür, weil ich das eben schon geahnt habe. Meine Gefühle damals waren echt, definitiv. Sie hat mich nach Strich und Faden verarscht. Es gab Situationen, in denen ich gedacht habe, sie verarscht mich. Es gab Situationen, in denen dachte ich, sie meint es ernst und liebt mich wirklich. Das ist einfach alles so ein bisschen eine schwierige Aussage. Also ich habe bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall gewusst, dass es so ist, dass sie mich verarscht. Aber ich habe es eher nicht wahrhaben wollen. Das ist, glaube ich, die beste Aussage dahinzu. Ich habe lange mit mir gehadert, habe lange mit mir gezaudert, ob ich das überhaupt machen soll. Habe mich dann letzten Endes von ihr breitschlagen lassen. Und wie gesagt, Gefühle und so sind da ja immer ein bisschen sehr schwierig. Auch wenn der Posterverkauf die Besucher zusätzlich angeregt hatte, spielte sich im Endeffekt das gleiche Muster wie in den letzten Jahren ab. Sobald das Wetter wärmer wurde, nahmen die Besuche zu, um dann während der Sommerferien ihren Höhepunkt zu erreichen. Auch wenn Rainer versuchte, andere dafür verantwortlich zu machen, waren die größte Attraktion für die Hater doch die Interaktion mit Rainer und insbesondere seine Wutanfälle.